Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video. Ich habe 3 Neuigkeiten für euch, 3 wirklich tolle Neuigkeiten. Erstens, ich darf jetzt auch offiziell 125 Kubikmaschinen fahren. Zweitens, das bedeutet für den Kanal, heißt das, dass wir in Zukunft hier auch mal einige 125 Kubikmaschinen euch zeigen werden. Und drittens, das Wichtigste, glaube ich, was die meisten von euch hier interessiert, ihr seht nämlich im Hintergrund schon den Sören. Sören, ich grüße dich, Mensch. Hi André. Sören, ich war vor einem Jahr mal bei dir, war? Genau. Vor einem Jahr bei dir und ihr seht warum. Nämlich die Airendo Bravo TS, unser, ich sag mal fast Sorgenkind, aber es hat sich jetzt geklärt, denn wir haben jetzt hier die finale Version stehen und darüber möchten wir heute sprechen, was Sören? Jawohl. Wir wollen euch einfach mal updaten, wir wollen euch einfach mal abholen, wie ist jetzt der aktuelle Stand in der Produktion auch, was macht die Maschine jetzt wirklich aus. Wir zeigen euch auch diesmal Fahreindrücke, der Sören wird dann nachher mal eine Runde drehen. Genau. Und ja, halten euch einfach mal auf dem Laufenden. Nach dem Intro geht's los, bleibt dran. So ihr Lieben, die Airendo Bravo TS, das ist ja im Prinzip gerade ein wirklich sehr interessantes Bike, weil es von der Preis-Leistung unschlagbar ist. Wir haben hier sogar einen Typ 2 Anschluss, das zeigen wir euch gleich nochmal. Das war ja in der alten Version noch ein bisschen, ich sag mal, hakelig, war, du weißt es ja noch, Sören. Genau. Da haben ja auch viele drunter geschrieben, oh, wenn das in der finalen Version so kommt, das sieht ja affig aus und so. Nein Leute, beruhigt euch, das ist wirklich jetzt gut gemacht. Und Sören, ich glaube, wir holen die Leute einfach nochmal ab, sprechen nochmal über das Bike, auch über die Bauteile, die sich vielleicht geändert haben. Denn, gibt es da welche? Ja, es gibt welche. Zum Beispiel, wenn du ein bisschen näher kommst, ja, haben wir das Thema Schwinge. Ja. Wir hatten eine Einzelanfertigung, Alu-Schwinge, noch leicht geschweißt in den Prototypen. Jetzt haben wir aus einem Guss die Schwinge sehr schön in Schwarz gehalten. Ja, Na? Das passt auch wirklich. Ja. Die Federung sehe ich da. Hier drunter ist der Motor verbaut, war? Richtig. Der treibt über einen Riemen. Genau, Riemen ist auf der anderen Seite. Ja, können wir ja mal zeigen. Genau. Der Riemen ist hier drüben. Ist das, warum haben die, es gibt auch so eine Kette, wa? Genau, Riemen ist wartungsärmer, hält länger im Regelfall, ist ein bisschen leiser, aber eben ja auch nicht ganz lautlos. Ja. Okay, okay, ich verstehe. Und hat sich sonst noch ein Bauteil hier geändert an der Maschine? Also die Programmierung haben sie auf alle Fälle anders gemacht. Ja. Das heißt, es ist harmonischer geworden. Es ist ein sehr sanftes Anfahren. Das Fahrzeug ist jetzt nicht das Beschleunigungswunder, aber im Durchzug haben sie einiges gemacht. Das muss man einfach sagen. Ja, das Drehmoment passt. Okay, das Drehmoment passt. Aber sie sieht so brutal bullig aus, das ist echt heftig. Wie sieht es denn mit der Akkukapazität aus? Hat sich da was geändert? Die Akkukapazität ist tatsächlich um 2 Kilowattstunden gestiegen. Ja. Da haben sie einfach bessere Zellen verbaut. Oder das Packmaß ist ein bisschen kleiner geworden und dadurch konnten sie dann 2 Kilowattstunden mehr an Leistung mit reinpacken. Ja. Wirkt sich dann auch auf die Reichweite aus. Also ich bin bei den ersten 100 Kilometern recht zügig gefahren, viele Autobahnetappen dabei. Da gehe ich davon aus, dass wir ungefähr bei 250 Kilometern sind, in echt. Ja, also das heißt, in echt meinst du? In echter Reichweite 250 Kilometer, okay. Das packt sie. Wow. Sparmodus kann man sicherlich auch fahren in der Stadt, der fährt dann in Stufe 1 bis 60 km/h, ist aber sehr langsam, ja, muss man dann schon sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, vom Fahrverhalten her alles top. Vordere Gabel, alles wunderbar. Ja. Wo noch nachgebessert werden muss, das sind wir aber auch im Gespräch mit Airendo, ist das hintere Federbein. Okay. Das ist ein bisschen unterdimensioniert. Da haben wir im Moment eine Nachrüstlösung, allerdings nur mit Ölins, was ein bisschen teuer ist, aber das kann jeder bei uns dann auch bestellen. Wird dann individuell für jede Airendo erstellt. Ja. Das bedeutet im Prinzip, wenn man über 100 Kilo wiegt, wie wir bei dir zum Beispiel, dass beim Fahren, dass die Feder auch mal bei Unebenheit durchschlägt, oder? Genau, und dadurch gibt es dann auch mal einen kleinen Versatz am Hinterrad, wenn man zu schnell ist. Ja? Aha. Also das ist im Moment noch ein bisschen unangenehm. Ja. Man kann sich daran gewöhnen, aber da will auch Airendo wollen selber bei den Kundenfahrzeugen nochmal nachbessern. Ja. Ja, wir haben uns mit der Firma Ölins zusammengetan. Die bauen jetzt für uns einen Stoßdämpfer, der natürlich ein bisschen teurer ist. Wer Ölins kennt, der weiß, das ist der absolute Premium-Hersteller im Zweiradbereich. Ja? Aber mal, Sören, mal im Ernst, warum hat das, ich sag mal, der Produzent Airendo nicht vorher mal getestet?
Ja, ist schwierig. Ich nehme an, dass die Chinesen ganz einfach nicht ganz so unsere Statur haben. Ja? Okay, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Aber sie haben ja so schon nachgebessert. Also der Rahmen ist deutlich besser pulverbeschichtet mittlerweile. Ja. Das heißt, bei den allerersten Fahrzeugen war noch Thema Rost eine Rolle. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ja. Und wie gesagt, der Controller ist ja, neu konfiguriert, neu programmiert worden. Und dadurch haben wir ein sehr sanftes Anfahren, Ja. aber im Durchzug ist es sehr stark. Das heißt, bei den höheren Geschwindigkeiten, so ab 50, 60, zieht sie richtig gut durch bis 130, 135 Spitzenleistung. Ja, 135 für eine 125er, das ist schon sehr gut. Das lässt So, sich es sehen. sollte die beste auf dem Markt sein oder die schnellste auf dem Markt. Ja. Da vielleicht nochmal, also wir haben hier 20 kW Spitzenleistung. Der Motor kann in der Tat 58 kW, aber ist gedrosselt alles für die Haltbarkeit. Aber auch, ja, Alrendo hat es, wie gesagt, sehr, sehr sanft angelegt. Ja. Verstehe. Kann man es entsperren, weißt du das? Aktuell haben wir da keine Infos zu. Ich hoffe, dass wir das bekommen im Laufe der Zeit. Ja. Das wäre natürlich richtig Das wäre dann was, aber ja, muss man gucken. Ja. Das heißt, jetzt haben wir aktuell so um die 8 Sekunden, 7 Sekunden auf 100. Genau. 8 Sekunden in der großen Version, in der Light-Version gibt es auch noch. Ja, das ist vielleicht die zweite Neuerung jetzt. Okay. Wir bekommen eine Light-Version mit einem kleineren Akku. Ja. Wird dann 10 Kilowattstunden netto statt 15,5 haben. Ist dann 25 Kilo leichter, was er noch mal ein bisschen handlicher macht. Da ist die Beschleunigung eine Sekunde schneller, aber in der Höchstgeschwindigkeit 5 km/h langsamer, also 130 statt 135. Und was macht die Reibung zwischen Fingern? Ja, also bei der Alrendo sind wir leider jetzt bei 11.200 zuzüglich Frachtkosten, ungefähr 200 € Ja. angekommen. Ja. Und bei der Alrendo Light werden wir die 8.990 € haben. Aha, okay. Ansonsten ist die Ausstattung identisch. Das heißt, die Alrendo Light hat genauso den Typ 2 Anschluss und hat auch das ABS drin. Okay. Ansonsten, wie gesagt, völlig identisch baugleich. Aha. Ja. Was die Alrendo natürlich auszeichnet im Vergleich zu anderen 125 Kubik Maschinen, ist, dass sie einen Typ 2 Anschluss hat. Typ 2, kurz mal abholen. Es gibt einmal die Haussteckdose, die Schuko nennt man das, und es gibt auf der anderen Seite dann den Typ 2 Anschluss, Vason. Das heißt, ihr könnt dann öffentlich an Ladestationen bei euch in der Stadt oder unterwegs laden. Und das zeichnet sie aus, weil das ist dann schneller als wie zu Hause, richtig? Genau, definitiv doppelt so schnell. Ja. Wir sind dann bei 3,6 kW. In der Geschwindigkeit können wir unterwegs laden. Ja. Wie gesagt, an jeder öffentlichen Ladesäule. Super, das ist der Anschluss hier, war? Genau, Der war ja damals noch nicht, der war unsauber einfach hier drinnen. Ja. Jetzt ist es mittlerweile schön verbaut. genau. Und du hast, was war das von Geräusch gerade, Sören? Ist das? Ja, der Tank ist aus Metall und nicht aus Kunststoff. Aha, okay. Wir haben hier deshalb ist der Tank auch relativ groß oder in Anführungsstrichen Tank und auch nicht als Stauraum nutzbar, weil hier die Leistungselektronik drunter sitzt. Das heißt, hier haben wir das Ladegerät und dann auch Controller und Leistungselektronik. Aha. Für den großen Akku, der hier komplett drin sitzt. Aha, okay, ich verstehe. Das ist der Akkupack. Das heißt, wir haben aber auch einen sehr niedrigen Schwerpunkt. Hä? Richtig. Das ist der große Vorteil. Also zum Schieben merkt man schon, gerade wenn man so rückwärts schiebt, die 245 Kilo sind schon mächtig. Beim Fahren fällt es gar nicht mehr auf. Okay. Also beim Fahren ist sie doch ja, recht wendig im Grunde genommen. Aber liegt natürlich satt auf der Straße wie eine 500er, 600er. Ja, Im Verbrennervergleich. wenn man Perspektive sieht, dieser Bauch hier vorne, das ist schon was. Kannst du dich vielleicht gerade mal draufsetzen? Da kann Ja, ich den klar. Leuten mal zeigen, wie es aussieht. Wie groß bist du, Sören? Ich bin 1,90 Meter, Ja, ja, mit guten 110 Kilo Kampfgewicht. guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Hier seht ihr mal eine schöne Perspektive. 1,90 Meter. Wie das aussieht, das ist stimmig. Das ist richtig stimmig. Ich kann ja noch mal von hinten so ein bisschen Ja. gucken. Da haben wir auch noch mal einen Winkel. Und da seht ihr auch, das passt schon. Das passt schon. Man kann sogar zu zweit fahren, sehe ich. Du hast da ein kleines Täschchen installiert. Richtig. Das Täschchen hat seinen Sinn und Zweck, weil wir haben ja im Moment noch kein Koffersystem, Ja. was wir aber erstellen lassen. Also es wird im Laufe des Sommers ein Koffersystem zum Ausrüsten geben. Ja, Das lassen wir bauen. okay. Ich habe noch ein kleines Täschchen, weil wir wollen ja unterwegs eventuell laden. Ja, Und dementsprechend, das ist das Standard-Ladegerät, was mit dabei ist. Allerdings nur für Schuko.
Ja, das, Ja. was ich euch gerade gesagt habe. Genau. Haussteckdose ist hier Genau. und den gibt es nochmal für die öffentlichen Ladestationen. Genau. Genau. Bei manchen öffentlichen Ladestationen kann man auch den Schuko direkt dran stecken. Ja, und der Stecker kommt dann hier rein im Prinzip. Genau. Können wir ja gerade mal machen, Ja, damit ihr das mal seht. So, super, genau. zack drauf. Auch mal ein Bildchen, wo man es angeschlossen hat. Sehr Genau. gut. Sehr, sehr gut. Krass, ey. Habe ich noch nie so gesehen, muss ich echt sagen. Ja. Das ist jetzt das erste Mal, weil damals, da war es ja noch einfach noch nicht so fertig. Das war vor einem Jahr. Genau. Und jetzt sind wir mittlerweile, Airendo ist da schon viel weiter jetzt. Ja, mega, wirklich mega, Sören. Und nochmal zurückzukommen, Koffersystem bedeutet, wir haben dann im Prinzip, ja, hier an den Seiten war sozusagen Genau. ein Da anbaubares. Richtig. Da kommen Träger dran. Ja. Dann werden wir Koffer haben dafür und auch ein Topcase ist dann möglich. Ja? Okay. Also wir wollen aber einen Komplettträger haben, wo wir die Option haben mit dem Topcase. Wir wollen keinen reinen Topcase-Träger. Das kommt eventuell von Alrendo, die arbeiten auch noch dran an einem Koffersystem. Wir haben da einen deutschen Premium-Hersteller dafür gewonnen, mit dem werden wir das Ganze jetzt angehen. Wir sind, wo wir gerade beim Zubehör sind, die Sitzbank. Ihr habt ja gerade gesehen, also es ist schon sehr niedrig, auch für mich. Wir haben hier die Möglichkeit, die Sitzbank entsprechend aufpolstern zu lassen, zwischen 2 und 5 cm in Zentimeterschritten. Okay. Ja? Das heißt, auch da individuell können wir die Sitzbank dann entsprechend erhöhen. Und wir werden entsprechend auch andere Nahtfarben zum Beispiel bekommen. Ja? Das heißt, als Sonderanfertigung, ich lasse jetzt hier für das Ganze in roter Naht machen, ja, um da einfach nochmal einen Kontrast zu schaffen. Also ihr könnt das individualisieren. Okay. Die dritte Individualisierung, die wir vorhaben, oder die vierte, weil die erste ist ja der Dämpfer, ist ein neuer Lenker oder andere Lenker. Ja? Warum willst du das ändern? Oder was schwebt dir vor? Auch der Lenker passt nicht zu jedem. Das heißt, wir wollen flachere Lenker, eventuell mit einer Lenkererhöhung arbeiten, dass auch noch größere oben sitzen können. Gerade wenn man dann die Sitzerhöhung hat, stimmt vielleicht der Winkel nicht mehr so. Für die kleineren ein etwas niedrigerer Lenker. Genau, auch das wird dann als Zubehör individualisierbar sein bei uns. Mega. Ja. Wann rechnest du ungefähr, wann das bei euch? Ihr seht, hast du Werbung hier drüben stehen, mobile Stromer? Guckt doch mal im Internet. Da ist eine Website auch verlinkt. Oder kann ich euch unten noch mal reinhauen? Wann denkst du, ist es verfügbar? Verfügbarkeit ist ein gutes Stichwort. Die Zubehörteile werden wahrscheinlich im August verfügbar sein. Das wird jetzt alles vermessen. Müssen wir schauen. Sitzbänke gehen ein bisschen schneller. Die können wir jetzt schon herstellen lassen, sobald die Maschinen bei uns vor Ort sind. Das dauert ungefähr 10 Tage. Okay. Lenker und Koffer müssen wir einfach sehen, Ja. weil das ist ein etwas größere, etwas größere Sache, weil da Maschinen dafür eingerichtet werden müssen etc. Okay. Was meinst du jetzt mit 10 Tagen? Meinst du Verfügbarkeit von dem Bike jetzt für die Kunden? Nein. Für eine Sitzbank brauchen wir ungefähr 10 Tage. Müssen wir derzeit für die Umarbeitung einplanen. Ja? Also wenn das Bike hierher kommt und es ist Neues und der Kunde sagt, okay, ich hätte gerne eine Sitzbankerhöhung noch dazu, dann dauert es eben ungefähr 10 Tage länger, bis es dann fertig ist. Ja? Verstehe. Und ja, genau. Thema Lieferzeit Ja. vielleicht. Ja, genau, das ist ja von großem Interesse. Ja. Also das Ganze sieht so aus, wenn bis zum 25. des Monats bestellt und die Hälfte des Fahrzeugs angezahlt wird, geht das Fahrzeug in China in die Produktion. Am 30. des Folgemonats geht das Fahrzeug auf die Reise. Und da haben wir im Moment das Problem der Lieferketten. Wenn alles gut geht, ist 4 Wochen später das Bike hier. Das heißt also, im kürzesten Fall haben wir 2 Monate Lieferzeit. Im längsten Fall 3 Monate. Ja. Gesetzt den Fall, es funktioniert alles mit den Lieferketten. Es kann hinten raus noch mal ein bisschen eng werden, weil wir im Moment mit dem Zug liefern. Ja, die Schiffe fahren zu unregelmäßig derzeit. Ja, das ist mit Genau. China ist gerade ein aktuelles Problem. Wir haben jetzt Mai 2022. Das ist einfach ein bisschen blöd, muss man so sagen. Aber nichtsdestotrotz, ihr merkt auch schon, da sind einige Kapitalsummen dahinter in so einem Projekt. Und deswegen, gewöhnlich ist es ja normal nicht, dass man diesen Weg jetzt wählt, oder? Genau. Aber jetzt hier, gerade weil das so kostenintensiv ist und alles, wird dann halt wird eine Vorauszahlung gebraucht? Genau.
Also bei Bestellung werden 50% des Kaufpreises fällig. Ja, wir leiten das dann direkt zu dem Importeur weiter, weil der Importeur muss auch in Vorleistung treten. Ja. Diese Ketten sind im Moment so. Und dadurch, dass es ein neuer Hersteller, neues Produkt ist, sind wir natürlich ein bisschen darauf angewiesen, dass wir alle das Kapital zur Verfügung stellen. Ja. Ja. Und ja, so das Ganze in der Produktion erstmal am Laufen halten. Ja, verstehe. Aber die Wege sind soweit gesichert. Super. Ich habe mir auch das Lager persönlich, weil ich die ja auch in Prag abgeholt habe, direkt im Lager, alles nochmal angeschaut. Das ist alles sauber und funktioniert gut. Gibt es da also Gütesiegel drauf, alles safe? Genau. Super. Auch da Gütesiegel. Wir haben 2 Jahre Vollgarantie auf die Maschine und 3 Jahre Garantie auf den Akku. Ja, Okay. Bei 20.000 Kilometern. Ja. Für 2 Jahre und 30.000 Kilometer für die Akkuleistung. Okay, super, echt super. Also wie gesagt, also von der Optik her habe ich noch nie so was Krankes gesehen, gerade für den Elektrobereich. Ja. Da sind wir bisher, ich sag mal, altbacken unterwegs und da haben wir jetzt wirklich was Schönes am Start. Preis-Leistung, gerade mit der Funktion Typ 2 ist das echt sehr super. Und macht auch hier mit dem Bremsschein, wenn ich das schon so sehe. Du kennst dich aus, Sören. Du sagst auch hier das Federbein vorne und so, das ist schon alles stabil. Ja, also vorne, man merkt das beim Fahren. Wie gesagt, die Federbeine sind auch vorne verstellbar in der Härte oder weicher eben, wie man das braucht. Ja. Fährt sich wirklich sehr zielgerichtet, sehr stabil. Kurvenfahrten sind gut. Ja, wobei ich da im Moment noch ein bisschen langsam getan habe, weil die Reifen eben neu sind. Ja, und bei neuen Reifen muss man ein bisschen langsamer tun. Neue Reifen, Elektromobilität, das verträgt sich nicht immer so auf nassem Boden. Da muss man sehr vorsichtig fahren. Ja, Drehmoment direkt da. Genau. Ja. Richtig. Und wir haben hier 117 Newtonmeter Drehmoment, das ist schon mächtig. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ABS-Bremsen, wa? Richtig. ABS-Bremsen sind verbaut, das heißt, das bedeutet, wenn ich jetzt mal stark in die Eisen gehe, die regulieren selber, dass die nicht blockieren oder so, wa? Genau, und gerade im Nassen ganz wichtig. Gerade im Nassen ganz wichtig. Das heißt, man kann sogar sagen, sie ist geeignet auch für Anfänger, die jetzt frisch reinsteigen. Genau, da ist es vielleicht, wenn die Kilometerleistung nicht unbedingt benötigt wird, vielleicht eine Idee auf die Light umzusteigen, weil die dann doch 30 Kilo leichter ist. Ja, aber grundsätzlich ist er aufgrund des niedrigen Schwerpunktes auch für Anfänger geeignet. Der große Vorteil ist beim Rangieren, man merkt, dass es schwer ist, aber wir haben einen Rückwärtsgang. Ja, ach, ein Rückwärtsgang ist verbaut? Rückwärtsgang ist auch da und von daher lässt es sich schon sehr einfach rangieren. Ja. Okay, super. Ja. Sören, ich würde gerne die Maschine noch mal in den Schatten stellen, dann würde ich gerne ein Display noch mal ein bisschen angucken, dass wir da vielleicht noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Weil ihr wisst mich ja, ich bin immer so ein kleiner Technik-Fetischist, kann man sagen. Mich interessiert immer die kleinen Spielereien und da wollen wir mal gucken, weil ich weiß, ganz am Anfang soll es sogar eine App mal geben, oder? Genau, die App kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Das dauert jetzt alles noch ein bisschen, aber die kommt. Okay, cool. Und dann gucken wir uns jetzt mal schön entspannt den Display an. Was haben wir hier alles zur Übersicht? Oh Mann, das iPhone macht so eine brutale Qualität. Ich bin von der GoPro umgestiegen, das ist der Hammer hier. Hier seht ihr auch noch mal, Sören, wir haben auf der einen Seite, was ist das hier? Power? Genau, das ist die Stromentnahme. Aha, also wenn ich Gas gebe, geht der Balken hier hoch. Hier ist der Akkuladezustand. Ja, wir haben hier die Rekuperation, die dann angezeigt wird auf der Seite. Die rekuperiert auch? Ja. Ach ja. Und zwar richtig gut auch. Ja. Okay. Genau, wir haben den Kilometerstand, 106 Kilometer. Ja. Wir haben hier den ABS-Check. Ja, die Lampe geht dann aus, wenn wir losfahren. Okay. Wir haben die Außentemperatur, eben gerade stand sie in der Sonne, 39 Grad. Ja, ist heute auch ziemlich warm, muss man sagen. Ja. So. Wir haben hier schon die Vorbereitung für Bluetooth und Internetempfang. Ja. Ach ja. Das heißt, das ist natürlich schon vorbereitet für das Thema App. Ja. Aha, okay. Genau. Ja. Hat die eine eigene SIM-Karte oder warum steht ja LTE? Wird dann reinkommen. Genau. Aha, okay, achso, genau. Da wird dann das aktiviert. Zeitpunkt wird das dann aktiviert. Verstehe, genau. Ja. Nee, sieht sehr gut aus. Und hier im Prinzip die Fahrbahn und hier sieht man die Geschwindigkeit schon angezeigt. Genau. Wir können ja noch mal kurz sagen, was Rekuperation heißt. Vielleicht sind ja viele neu von euch. Ja, also die Energierückgewinnung. Das heißt, wenn ich Gas gebe, dann wird Strom aus dem Akku gezogen, geht in den Motor, wird der Motor angetrieben. Ja. Umgekehrt ist es, wenn ich das Gas wegnehme und ins Rollen komme, sammelt der Motor quasi wieder Strom ein durch die Drehbewegung und speist sie in den Akku ein. Ja, so ganz einfach erklärt. Genau. Ja, und dadurch steigt die Reichweite. Ja.
Das ist ein Win-Win-Effekt im Prinzip. Ist die Rekuperation hier stark? Du bist ja schon mal gefahren. Genau. Ja, die ist sehr angenehm eingestellt. Also nicht zu Nicht stark, zu, nicht zu ruckartig. Es gibt Fahrzeuge, da ist es sehr ruckartig, ja, wenn man da Gas wegnimmt. Beim Auto kennt man das vom One-Pedal-Driving, Genau. ja, dass die Reku so stark ist, dass man sogar ohne Bremse quasi zum Stillstand kommt. Das ist beim Zweirad aber eher unangenehm. Es gibt einige Fahrzeuge, die so programmiert sind. Ich mag es nicht, Ja. ist eine Geschmackssache. Ja. Hier ist es sehr gut eingestellt, finde Schön. ich. Ja. Wirklich schön, mir gefällt es auch, Sören. Und wir haben ja den Leuten hier noch was versprochen, war. Ich habe zwar jetzt B196, kann jetzt auch selber fahren, aber Sören, das ist jetzt ein, ich sag mal, einziger Vorführer, den du hast. War. Ich will den nicht gleich schrotten. Deswegen haben wir gesagt, okay, Sören wird jetzt mit euch ein paar Meter fahren. Das sprich, ich werde eine Kamera hier bei dir installieren. Ja. Wir werden versuchen, ein Mikro reinzumachen. Sollte das nicht klappen, werde ich danach vertonen und euch da mitnehmen. Und dann nehmen wir euch einfach mal jetzt hier auf der Autobahn mit oder beziehungsweise mal zeigen, wie das Ding auch beschleunigt einfach mal war. Die hat ja mehrere Modi, glaube ich, war das so? Jawohl, gibt 3 Modi. 3 Modi. Der erste Modi ist für die Stadt gedacht, sehr gemächlich, fährt bis 60 km/h, ist eigentlich auch ganz gut, also blitzersicher. Ja. Dazu muss man sagen, der Tacho ist sehr genau. Ja, also ich habe den schon mit GPS gefahren. Okay. Ist sehr genau. Ja. Also das heißt, wenn da 50, 51 steht, dann ist das auch so. Ja. Okay. Aufpassen, Leute. Ist so ein bisschen Tesla-like. Ja? Also kennen wir von Tesla. Tesla ist ja auch sehr genau. Auf jeden Fall. Ja, in der zweiten Stufe, da merkt man dann schon, da geht es schon in Richtung gute Beschleunigung und gute Zwischenbeschleunigung bis ungefähr Tempo 100. Okay. Und in der dritten ist es dann wirklich richtig stark. Man merkt das dann, ich werde auch gleich mal Tempo 30 fahren. Ja, also die Grundbeschleunigung ist langsamer, aber ab Tempo 30, 40, da zieht sie richtig durch. Also so ist sie programmiert. Ja. Und eben dann auch bei Tempo 100 ist es keine Wanderdüne bis 135, sondern zieht auch dann weiter gut durch. Ja. Wirklich super, ist, Leute. Bombe. Ja. Ja. Das zeigen wir euch jetzt mal. Ich rüste dich jetzt fertig und dass du startklar bist und dann geht's los, Leute. 12 Sekunden später. André, ich mache mich mal auf den Weg. Wir starten mit der Stufe 1. Ja, sehr gemächlich. Das ist jetzt schon Vollgas in Stufe 1. Er fährt sehr sanft an. Genau. Ganz wichtig, immer dran denken, der Blinker macht keinen Ton. Dementsprechend müsst ihr nach dem Abbiegevorgang darauf achten, immer wieder zurückstellen. Aber jeder Biker kennt das. Ja. Wie ihr seht, ist das jetzt auch der Nachteil des Displays, wenn die Sonne von hinten direkt drauf strahlt. Man sieht zwar die Geschwindigkeit noch, das war es dann, die ganzen anderen Informationen eben nicht. Also ihr seht, man kann sie auch recht gut in der Schrittgeschwindigkeit fahren, durch den niedrigen Schwerpunkt. So, ich schalte jetzt mal in Stufe 2. Ja, wir sehen hier links die alte Welt, bei uns hier die neue Welt. Ja, hat auch seinen Reiz. Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht zu stark. Jetzt bin ich im City-Modus. Ja, und sobald die Sonneneinstrahlung nicht mehr so direkt ist, ist das Display auch gut ablesbar. So, wir gehen jetzt in den Sportmodus rein, weil wir gleich auf die Autobahn fahren, oder ich fahre gleich auf die Autobahn. Und werde dann auf dem Beschleunigungsstreifen von ungefähr Tempo 30, ja dann hoch auf 80 bzw. 100 km/h beschleunigen. Ja.
Ja, ich werde die 40 km/h nehmen zum Beschleunigen, sonst sind die Autos hinter mir ein bisschen ungeduldig. So, und jetzt Vollgas. Ja, wir haben heute schon einen extrem starken Gegenwind auf der Autobahn. Das bläst hier ziemlich gut durchs Tal. Aber wie gesagt, es zieht gut durch. Jetzt habt ihr vielleicht so an der Erschütterung den leichten Versatz aufgrund des Dämpfers gemerkt. Das ist immer bei diesen Querrillen so. Ja? Hier marschiert sie noch sehr weich drüber. Je größer das Schlagloch oder die Unebenheit ist, desto eher kommt dann der Versatz, je nach Geschwindigkeit. Jetzt schalte ich wieder in den Eco-Modus rein, Stufe 1, ganz gemütlich. Wie gesagt, Maximaltempo 60 und ja. Fahre ich auf der Landstraße zurück. Mal gucken. Also ihr seht hier an den Flaggen, es weht ein guter Wind. Das war eben Gegenwind und jetzt können wir mal gucken, was das mit Rückenwind macht. So, jetzt geht es wieder in den Sportmodus rein. Und jetzt mal die Beschleunigung nochmal von 30 hoch. 50. 70, 80. Also ihr seht auch große Motorräder oder Fahrer von großen Motorrädern grüßen, weil sie von vorne keinerlei Unterschied zu einem richtigen Motorrad erkennen können. Es ist schon sehr geil. Wir sitzen auf einer 125er und normalerweise grüßen die Motorradfahrer keinen 125er Biker. Ja, und da ist einfach die Alrendo, nimmt den Gedanken der 125er einfach weg. Genießt es, dass es eine 125er ist, die ihr fahren dürft. Und ja, nimmt das Ganze als großes Bike an. Ne? So, auch jetzt nochmal die Beschleunigung von 50. Ja. So.
So, hier mache ich schon den City-Modus rein. Also wir dürfen hier auf der Umgehungsstraße wieder nur 50 fahren. Wie ihr gemerkt habt oder vielleicht gesehen habt, in den Kurven, sie liegt sauber auf der Straße. So, das war jetzt mal eine 125er, das ist schon deutlich kleiner als das, was wir hier fahren, die uns entgegengekommen ist. Ja, also sie liegt ordentlich in den Kurven. Wie gesagt, das hintere Federbein sollte noch ein bisschen mehr Dämpfung bekommen, dann ist sie wirklich perfekt. Aber das beheben wir mit dem neuen Öhlins-Federbein für uns und auch fürs Zubehör und hoffen, dass die Kundenfahrzeuge aus China dann schon das neue Federbein haben. Schräglagen sind mit Sicherheit auch gut drin, wobei man sagen muss, ja, sie fährt sich recht leicht aufgrund des Drehmoments. Mit dem Gewicht, es liegt tief unten. Auch das spricht eigentlich für Kurvenfahrten, aber man muss immer bedenken, man hat 245 Kilo unterm Hintern. Ja, da sollte man vielleicht sich langsam rantasten, bevor man sich ablegt. Ja? Jetzt läuft es im Übrigen in den Begrenzer rein. Also ich bin hier auf Vollgas. Das ist genau das im City-Modus. Ja? Und ihr seht Tacho und GPS auf dem Handy 1-2 km/h Abweichung. Also Tacho geht sehr genau. Das Einzige, was mich persönlich noch ein bisschen stört beim Display, ist, dass die Zahlen quasi springen. Also bei jeder Änderung der Geschwindigkeit geht die Anzeige leicht weg. Das ist so wie so ein Blinken irgendwie. Ich gehe mal davon aus, dass wir da nochmal die Möglichkeit bekommen, per Software, wenn wir unsere Händlerwerkzeuge und auch unsere Softwaremöglichkeiten bekommen, dass wir das auch wegprogrammiert bekommen. Ja? Also dass wir da eine flüssige Anzeige hinbekommen. Das sollte eigentlich möglich sein. Ja? Ich habe jetzt während der Fahrt auf 2 geschaltet. Also ihr könnt grundsätzlich während der Fahrt umschalten in die Fahrstufen 1, 2, 3, 3, 2, 1. Von 3 in 2 in 1 müsst ihr natürlich immer berücksichtigen, dann wird das Fahrzeug langsamer. Beziehungsweise ja, stoppt dann ein bisschen ab. Also auch jetzt wieder ja, im Schiebebetrieb oder im langsamen Fahren. Ja, durch den niedrigen Schwerpunkt ist das kein Problem. Also ich kann es auch mit einer Hand fahren, was man natürlich nicht machen sollte. Aber es ist ganz wichtig, dass auch das locker geht. Der Lenker und die Vordergabel ist wirklich präzise. Ja, ich kann es einfach sehr gut in den Kurven fahren. Ja, auch engere Radien. Ja. So, und jetzt sind wir schon wieder zurück. Hat geklappt, alles bestens. Ein paar Sekunden später. So ihr Lieben, na was sagt ihr? Hat der Sören euch überzeugt von der Maschine? Es scheint alles geklappt zu haben, Sören, wa? Ja, alles bestens, genau. Alles bestens. Wie war's fahren? Ja, eine große Freude, also ist einfach geil. Ist einfach geil, Ist wa? einfach geil. Für eine 125er macht das echt Laune, Ja. ohne Mist. Genau. Und Sören, jetzt mal im Ernst, jetzt kommt ja der nächste Schritt. Ich denke mal, einige von euch werden Interesse dran haben, mal so ein Teil zu fahren oder sogar zu kaufen. Wie sieht's denn da aus? Hast du da was für uns? Ja klar. Ab nächster Woche könnt ihr gerne hier nach Marburg kommen. Am besten vorab anmelden. Der André setzt euch unten unseren Link mal rein von unserer Homepage. Dann kurz durchrufen, Termin vereinbaren. Aufgrund der großen Nachfrage geht es leider nicht ohne Termin und wir haben halt im Moment nur diesen einen Vorführer. Das heißt, alle 20 Minuten, 30 Minuten planen wir im Moment den Durchsatz der Probefahrten. Ja? Also von daher freuen wir uns auf euch, auf euer Kommen, auf eure Meinung, auf eure Einschätzung und hoffen, ihr findet die Allrendo genauso geil wie wir. Ja.
Genau, Sören, so sieht's aus. Das heißt, meldet euch beim Sören, unten steht alles. Und ich finde das Bike geil. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Sagt auch gerne mal, was ihr vielleicht jetzt gerade am Lenker oder so wünscht, was ihr anders haben wollt und so weiter. Und in diesem Sinne, Sören, vielen Dank fürs Video, war wieder geil. Ja. Und wie gesagt, Leute, es werden noch einige 125er hier auf dem Kanal jetzt kommen. Abonniert auch gerne. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.